Ja, wie ihr es von meinen Akkutests gewohnt seid, etwas unkonventionell hier. Ich sitze hier gerade am Schreibtisch, habe noch ein Video geschnitten für die Forerunner 265. Für die gleiche möchte ich heute, wie gesagt, den Akkutest machen. Die Uhr ist jetzt auf 100% aufgeladen. Ich will einfach mal schauen, wie lange hält der Akku im normalen Betrieb. Also jetzt nicht hier technische Daten, sondern tatsächlich, wie wenn ich sie normal nutze. Ich habe die Uhr jetzt hier auf Always On eingestellt. Das heißt also, das Bildschirm wird dauerhaft angezeigt. Die Helligkeit steht hier auf Mittel. Und auch die Dauer der Anzeige ist hier auf Mittel eingestellt. Man muss dazu wissen, wenn die Uhr dann eine Zeit lang die Daten angezeigt hat, geht sie in so einen Ruhemodus und zeigt hier ja nur noch die Uhrzeit an und nicht mehr das volle Bild oder beziehungsweise den vollen Bildschirm. Darüber hinaus habe ich dann eine 24/7 Herzfrequenzmessung beziehungsweise dann auch 24/7 Pulsoximetermessung und ich werde beim Laufen dann auch das Multiband nutzen. Das heißt also das Maximale, was hier an Akkuverbrauch geht. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass ich jetzt hier die maximale Helligkeit eingestellt habe, weil das ist mir einfach zu hell und daher schauen wir jetzt einfach mal, wie das Ganze aussieht. Ich nehme euch einfach mal mit, bis der Akku entsprechend leer ist. Ja, das sieht ja immer so bekloppt aus, wenn man hier am Spiegel filmt. Oh je, der wird mal geputzt. Oh je, meine Frau wird schimpfen. Na egal. Ja, die Uhr ist jetzt hier auf 100% aufgeladen. Wir sehen hier 23:04 Uhr. Wir haben jetzt Sonntag, den 12. März und ich werde jetzt entsprechend ins Bett gehen. Wenn wir hochscrollen, sehen wir auch schon, das Ganze ist bei 100% aufgeladen. Und wie gesagt, ich gehe jetzt schlafen und wir haben jetzt das Schlaftracking eingeschaltet. Das heißt also, es wird sowohl die Herzfrequenz als auch der Schlaf gemessen. Und dann schauen wir einfach mal morgen früh, wie da der Akkustand ist und wie das Ganze dann morgen früh aussieht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, leicht zerstört. So, da haben wir den neuen Morgenbericht von Garmin, beziehungsweise hier der etwas aufgehübschten. Seht jetzt auch hier, die Wolken sind schon noch da. Und ja, wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier heute 10 Grad. 13. März ist 6:43 Uhr. Und wir haben jetzt hier eine kleine Übersicht unseres Wetters, beziehungsweise wie wir geschlafen haben. War jetzt nicht so viel. Und die Garmin Body Battery, beziehungsweise dann auch das neue Trainingsbereitschaftsbudget, was die Uhr hier unterstützt. Da bekommen wir schon mal eine Übersicht angezeigt. Dann unseren täglichen Vorschlag. Es gibt manchmal auch fürs Radfahren hier einen Vorschlag, das ist jetzt aktuell nicht dabei. Dann unseren HRV-Status und es ist auch so, hier wird er leider nicht synchronisiert mit der Phoenix bzw. Apex-Uhren, aber auch nicht mit der Forerunner 255, 955. Die haben nämlich das schon, dass das hier immer synchronisiert wird. Hier kann man sich das Ganze nochmal im Detail anschauen. Wir sehen auch hier, dass eine Historie dabei ist. Er möchte aber die nächsten 3 Wochen oder 2 Wochen das Ganze nochmal selber analysieren. Das heißt also, der Balken füllt sich dann erst in der Zeit. Ja, und dann noch was aus meinem Kalender. Und dann sehen wir schon, heute viel zu tun. Keine Sorge, du schaffst das. Ja, das ist der Garmin Morgenbericht. Und wir sehen jetzt hier, wenn wir mal auf den Akkustand gehen, jetzt ungefähr 5% Akkuverbrauch gehabt in der Zeit, wo wir geschlafen haben. Wir können auch mal schauen. Wir sehen dann auch hier zum Beispiel der Pulsoximeter, der ist auch gelaufen. Das ist etwas weiter unten. Sehen wir hier, der ist durchgelaufen. Mit einer kleinen Unterbrechung heute Nacht. Aber ansonsten ist das alles hier durchgelaufen. Ja, ich starte jetzt mal den Tag. Ja, ich weiß nicht, ob man es genau erkennen kann. Es regnet, aber ich bin mir für nicht zu schade. Ich gehe jetzt rauslaufen. Also ja, dann wollen wir mal kurz auf die Forerunner 265 gucken. Wir haben jetzt hier 19:39 Uhr. Wir haben immer noch den 13. Der Akkustand liegt momentan bei 79%. Das heißt also, hier ist über den Tag jetzt, ja, bis gestern Abend. Wir sehen auch hier, Smart Notifications laufen auch rein. Also das heißt, hier wird alles normal genutzt, ist nichts abgeschaltet. Genau, wir haben jetzt 79%. Das bedeutet, wir haben jetzt so knapp 21% seit gestern Abend an Akku verbraucht. Ich habe jetzt hier ganz normalen Tag gehabt, ohne jetzt groß irgendwas, ja, Weltbewegendes. Wir sehen hier 6.800 Schritte wurden gezählt, 10 Etagen. Ja, wir werden jetzt aber loslaufen, eine kleine Runde, weil es jetzt hier wirklich regnet und ich ein bisschen GPS-Test machen möchte. Ja, und das Ganze erfolgt dann hier im Multiband, beziehungsweise dann Touchscreen an. Alles auf Always On, also hier auch bei mittlerer Helligkeit und mittlerer Einstellung, wie ich das Ganze schon erklärt habe. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt dann mal gleich los. Ja, wie gesagt, es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung. Mütze am Start, Regenjacke und los geht's. Ja, was man auch ganz gut sieht, ist die Wattmessung im Handgelenk. Wir sehen jetzt gerade, ich stehe jetzt gerade, es geht auf 0 runter. Reagiert auch sehr sensibel und hier kommt auch eine Übersicht der Daten. Also das funktioniert hier auch wunderbar mit der Forerunner 265. Und wir sehen auch, wie schön das Display ist. Also wirklich gut ausgeleuchtet, schöner Schwarzwert, kann man nicht sagen. Ja, und ganz neu bekommen jetzt auch Bodenkontaktzeit angezeigt, beziehungsweise vertikale Bewegung, als auch die Schrittfrequenz. Und ihr seht, wenn man zu langsam ist, dadurch verschwindet es. Und so sieht das Ganze dann in Bewegung aus. Bekommt ihr dann auch jetzt neu mit. Ja, jetzt hat es richtig angefangen zu regnen. Ich hoffe, man sieht mich halbwegs, ist nicht alles verschwommen und verwischt. Boah, ekelhaft. Ja, wir sind jetzt 40 Minuten 37 gelaufen, 6,2 Kilometer. Und wir sehen auch hier, das ganze Display ist nass. Wir sehen jetzt auch hier Ladevorgang. Live-Track wurde beendet, Live-Track ist auch gelaufen.
Wir sehen 6,02 Kilometer, 40 Minuten 48 sind wir gelaufen. 6,47er Pace, also etwas entspannt langsam. Wir bekommen nochmal die Pace-Übersicht. Wir sehen hier, ich bitte die Tropfen zu entschuldigen. Hier sehen wir jetzt die Pace, die Herzfrequenz, die wir gelaufen sind, bzw. gemacht haben. Und hier sehen wir dann auch die Laufleistung. Und wir sehen hier, der Akkustand liegt bei 74%. Das heißt also, ich weiß gar nicht mehr, ich blende es mal kurz ein. Wie gesagt, das Ganze haben wir hier mit ZiQ gemacht. Ja, ich sitze, wie ihr gerade seht, im Keller und zwar hier auf dem Rad. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Das tolle Konstrukt hier ist dann, um das Handy gleich einzuklemmen und was zu filmen. Am Start ist natürlich wieder die Forerunner 265 und wir machen das Ganze heute übers iPad. Das heißt also, ich fahre heute über Zwift. Ich werde die Sachen jetzt aber auch mit der Forerunner 265 aufzeichnen. Das müsst ihr aber nicht zwingend machen, weil Garmin ja eine Schnittstelle anbietet zwischen Zwift und Garmin und dann könnt ihr das Ganze dann auch nur über Zwift aufzeichnen. Müsst hier keine Uhren dazu nehmen. Ihr könnt aber auch dann hier Herzfrequenz senden. Das werde ich jetzt nicht machen. Also das heißt, ihr könnt dann hier Herzfrequenz übertragen. Die werden hier gemessen. Ich habe den HM Pro Gurt an und der wird dann hier ans iPad übertragen. Und von daher brauche ich das an dieser Stelle nicht. Heute haben wir dann auch den 15. März und der aktuelle Akkustand liegt hier bei 29%. Ich werde die Forerunner 265 hier mit dem Tacx Neo 2T verbinden. Das ist mein aktueller Indoor-Trainer, den ich nutze. Falls dich interessiert, wie der Ganze aufgebaut wird und wie das Ganze ist, das verlinke ich dir oben mal ins Video, da habe ich mal ein Tutorial dazu gemacht. Aber wie gesagt, da legen wir jetzt einfach mal hier direkt los und schauen mal dann, was so bei einer halben, dreiviertel Stunde dann hier noch an Akkustand übrig ist. Ja, um das nur mal ganz kurz zu zeigen, wir sind jetzt hier HM Pro Gurt verbunden und ich übertrage gerade mit Forerunner 265 die Herzfrequenz. Das wäre ja auch möglich. Momentan heißt sie aber noch UAT, irgendwas ist Seriennummer, also die ist noch nicht so ganz eingepflegt in der Datenbank. Aber hier könnt ihr dann, wie gesagt, die Herzfrequenz senden und wenn wir das mal ganz kurz machen, dann sehen wir es auch gleich hier auf der linken Seite. Das ist die Herzfrequenz ans iPad, steht auch hier. Aber das wird natürlich den Akkuverbrauch deutlich erhöhen. Ich nutze es, wie gesagt, jetzt nicht, weil es jetzt nicht zwingend notwendig ist. Ja, das Schöne ist, die Garmin Forerunner 265 bietet auch die Möglichkeit, hier Indoor-Training durchzuführen, beziehungsweise mit Smart Trainer. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier, man sieht hier schon das Ganze verbunden, ich habe es ja schon mal gemacht. Hier kann man Leistungsmesser kalibrieren. Man kann aber auch offene Touren fahren, man kann ein Training folgen oder man kann eine alte Strecke folgen, die wir schon gemacht haben. Das ist jetzt hier zum Beispiel eine, die jetzt drauf ist, die bin jetzt gelaufen. Und ja, ihr seht hier, es gibt einige Trainingsmöglichkeiten, auch die Neigung einstellen. Ich mache jetzt aber einfach eine offene Tour, das heißt also, die Daten werden hier nur abgerufen. Man sieht auch schön, wir bekommen hier die Leistungsbereiche angezeigt bei der Forerunner 265 und wir sehen hier 116, 114. Also quasi das auch, was wir hier dann auf dem Tacx messen. Und ich habe jetzt mal die Default-Datenfelder gelassen, das heißt also, wir sehen jetzt hier wirklich die Distanzgeschwindigkeit, Leistung 3 Sekunden und da unten die letzte Zahl ist die Trainerneigung. Das ist einfach nur, wenn es den Berg hoch geht. Da wird das Ganze hier in 1, 2, 3, 4, 5 Schritten angezeigt, je nachdem, welche Steigung ihr dann habt. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Ich bin, wie ihr seht, nachts geschwitzt, halbe Stunde. Ja, das ist im Keller doch etwas anstrengend. Ja, wir sind jetzt hier 35 Minuten, 14,68 Kilometer. Wie gesagt, nur eine halbe Stunde Fahrt. Mehr Zeit hatte ich jetzt gerade nicht. Ja, ihr könnt dann auch eure Fahrt einschätzen und sagen, wie das Ganze war. Das war bei mir jetzt so die Stufe 4 ungefähr. Ich fühle mich noch normal. Okay, das war jetzt nicht so anstrengend. Also die Aktivität entsprechend gespeichert. Wir sehen auch gleich, hier wird alles zu Training Peaks hochgeladen. Strava wird unterstützt und auch Garmin Connect natürlich. Und wir sehen jetzt hier 14,68 Kilometer, 35 Minuten, 24,5 km/h. Eine entspannte Runde. Wir können auch die Leistung sehen, 2 Sprints gemacht. Und natürlich auch den Trainingseffekt. Also das heißt, ihr kriegt das auch beim Radfahren das Ganze, sofern ihr Herzfrequenzmessung habt und eine Leistungsmessung. Das ist jetzt egal, ob es Indoor oder Outdoor ist. Dann schauen wir jetzt mal ganz kurz. Wir haben jetzt einen Akkustand von 28%. Das heißt, also für die Nacht wird es noch lang. In der Nacht brauche ich etwa 5%, dann sind wir hier bei 23%. Das könnte gerade über den Tag gehen. Muss ich morgen mal gucken, wie das dann aussieht. Ja, 17:08 Uhr, heute am 16.03. Also wir sind jetzt hier am Donnerstag und es hat jetzt eigentlich fast den ganzen Tag noch gehalten. Wir sehen jetzt auch hier, wir haben jetzt noch 9% Akku. Wenn wir uns mal den Verlauf anschauen, ich habe hier so ein extra Widget, wo ich mir das angucken kann, sehen wir hier, dass ich so knapp 1,2% pro Tag Akkuverbrauch habe. Das ist aber seit der Nutzung der Uhr. Wenn wir jetzt mal in die Details gehen, werden wir auch gleich sehen, dass das Ganze hier seit dem letzten Laden nur knapp 1% war. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt viele Filme gemacht habe mit der Uhr am Anfang, also gerade bei der ersten Ladung und das natürlich einen deutlich höheren Stromverbrauch gehabt hat. Und ja, wir sehen auch hier seit der letzten Ladung ist 24,19% pro Tag gewesen, was ich verbraucht habe. Und das macht hier seit dem letzten Laden 4,1 Tage seit dem letzten Laden. Das heißt also, dann sehen wir hier auch, dass der 12.3. die letzte Ladung war. Ich schließe das Ganze jetzt einfach mal an. Ich habe hier extra so eine Ladestation, dass ich das Display hier nicht hinlegen muss. Ich verlinke euch das Ganze mal. So, dann haben wir das Ganze jetzt auch schon angeschlossen. Also es wird einfach hier reingesteckt und dann lädt das Ganze auch schon. Könnt ihr mal schauen, seht ihr oben hier,
lädt das Ganze auf und jetzt gucken wir gleich mal so nach 10 Minuten, Viertelstunde, wie weit das Ganze aufgeladen ist für den Tag. Also man braucht für den Tag, habt ihr gesehen, so knapp 20%. Und das ist eigentlich ja relativ schnell geladen. Ja, 17:23 Uhr. Wir sehen hier kurze Zeit später schon 31% aufgeladen. Das heißt also, wenn ihr es jetzt morgens anzieht und ja, der Akku ist relativ leer, dann könnt ihr das Ganze hier wirklich sehr schnell nachladen, ohne Probleme. Und über den Tag mindestens nutzen, beziehungsweise wenn ihr dann abends heimkommt und Training machen wollt, ist es genau gerade in der Zeit, wo ihr für euch umzieht. Und es langt auf jeden Fall hier für ein Workout in ja, zumindest der kurzer Form. Und ja, das ist doch einmal eine Ladezeit, die ich hier wirklich sehr gut finde. Ja, ich habe jetzt mal gezeigt, wie die Akkulaufzeit hier bei meiner Verwendung ist. Ich möchte aber mal zeigen, wie ihr die Akkulaufzeit verlängern könnt. Es ist ja so, dass der Pulsoximeter, den ich momentan verwende, ja sowieso standardmäßig nur auf Schlafen eingestellt ist. Das sehen wir jetzt hier, bei mir hat es die ganze Zeit gemessen. Das ist jetzt hier aber nicht von Relevanz. Wir können das Ganze aber auch einstellen, indem wir hier auf Einstellung gehen und zum Beispiel sagen, ich möchte das jetzt nicht den ganzen Tag gemessen haben, sondern nur beim Schlafen. Bei Bedarf heißt das, dass einfach dann, wenn ihr ins Budget hineingeht, könnt ihr dann die Messung anstoßen und dann wird das Ganze hier gemessen. Das spart hier auf jeden Fall schon mal Akkulaufzeit. Eine weitere Änderung, die ihr vornehmen könnt, um die Akkulaufzeit zu verlängern, ist natürlich hier auch das Display einzustellen, beziehungsweise hier die Laufzeiten. Und dafür gehen wir jetzt einfach mal länger in die mittlere Taste. Und dann kommen wir hier auch schon ins Übersichtsmenü und da gehen wir jetzt einfach ganz runter auf das Zahnrädchen. Und dann gibt es hier ganz unten den Punkt System. Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, noch das Power Management zu verwalten. Also ihr könnt auch mal einen Energiesparmodus einstellen. Und das ist auf jeden Fall auch möglich. Was ich euch aber zeigen wollte, ist dann wie gesagt im System. Und da könnt ihr dann unter Anzeige, wenn ihr da reingeht, einmal sagen, ich möchte während der Aktivität zum Beispiel das Always On nicht haben. Ihr könnt da die Helligkeit einstellen. Wir sehen hier aktuell, ich habe aktuell 2 von 3. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, dann hier das Zeitlimit einzustellen. Was ist das Zeitlimit? Das ist einfach die Zeit, wie lange jetzt hier die Uhr das Display anzeigt, beziehungsweise die Felder anzeigt und nicht in den, ich sag mal, Ruhemodus geht. Da könnt ihr es dann auf lang, kurz, mittel stellen. Ich hatte jetzt bei meinem Test das Ganze hier auf mittel eingestellt. Ihr könnt das Ganze dann aber auch nochmal unterscheiden oder beziehungsweise es wird sogar unterschieden zwischen allgemeine und während der Aktivität. Allgemeine Nutzung heißt einfach, ja, den ganzen Tag, wenn ihr jetzt unterwegs seid, beziehungsweise ja keine Workouts macht, sondern einfach nur wirklich die Uhr tragt. Da gibt es die gleichen Optionsmenüs auch nochmal. Und ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ist Always On möchte ich nicht. Das spart natürlich hier deutlich nochmal an Akkuverbrauch. Auch beim Schlafen könnt ihr das einstellen. Da könnt ihr auch sagen, die Helligkeit ganz runter. Oder dann hier das Zeitlimit sehr kurz, wenn ihr die Uhr dann nicht lange sehen wollt. Das sind die Optionen, die ihr auf jeden Fall habt, um hier nochmal die Akkulaufzeit zu verlängern bzw. zu verbessern. Ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Eindruck geben, was die Akkulaufzeit der Forerunner 265 angeht. Wenn euch noch mehr rund um Garmin interessiert, ich verlinke dir oben mal die Playlist rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch mal die Best-of-Playlist meines Kanals. Da kannst du noch mal reinschauen, was hier sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ich werde die Uhr jetzt noch mal weiterhin ausgiebig testen und auch einen Test machen. Falls dich sowas interessiert, lasst auch gerne ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.